Willkommen, meine laktosenintolerante Zuschauer. Mein Name ist Avrom Okkult. Seit dem 18. Jahrhundert verschwinden Menschen in den US-Nationalparks, doch erst seit einigen Jahren macht man sich Gedanken über diese Ereignisse. Der ehemalige Polizist David Paulides fand heraus, dass bereits über 1100 Menschen in den US-Nationalparks auf unerklärliche Weise verschwunden sind. Merkwürdigerweise äußern sich weder das FBI noch die US-Nationalparkverwaltung zu den vermissten Fällen. Durch mehrere Abonnentenwünsche erfährst du hier im Video, warum diese vermissten Fälle so rätselhaft sind. Aber bevor wir anfangen, mich würde interessieren, falls du nach diesem Video die Regierung dafür verantwortlich machst, so kommentiere mit #FBI. Aber wenn du eher an etwas Außergewöhnliches denkst, wie zum Beispiel ein UFO, dann einfach #Alien. Die Legende Mythenmetzger hat dieses Thema intensiv bearbeitet, der Link ist in der Beschreibung. Wir fangen an. Im Rahmen seiner Recherchenarbeit fielen David Paulides merkwürdige Gemeinsamkeiten bei fast allen Fällen vermisster Menschen in den US-Nationalparks auf. Er führte Befragungen mit Personen durch, die in Verbindung mit dem Vermissten standen. Zum Großteil wurden die verschwundenen Menschen nie tot oder in manchen Fällen verwirrt aufgefunden. Überlebende berichteten von Blackouts. Unheimlich, oder? In manchen Fällen wurden Anrufe von Vermissten empfangen, die kurz danach verschwanden. Es gab sogar Voicemails, sprich eine Sprachdatei, die man sich später anhören kann, falls man gerade keine Zeit hatte, um den Anruf entgegenzunehmen, auf den man ein lautes Röcheln oder Stöhnen vernehmen konnte. Die Anrufe wirkten, als würden die Menschen gequält oder waren gerade in einer sehr anstrengenden Situation verwickelt. Darunter befand sich beispielsweise eine nächtliche Voicemail, auf den man Schreie und laute Stöhnen des Anrufes sowie seltsame Töne hört, die nicht einzuordnen sind. Sie klingen beinahe wie Tierlaute oder sogar wie Telekommunikationslaute von Seiten einer unbekannten Spezies. Mitten in diesem Geschrei hört man plötzlich eine Stimme, die Aufhören befiehlt, und dann kehrte direkt Stille ein. Vermutlich hatten die Anwesenden nicht mitbekommen, dass er mit seinem Handy jemanden angerufen hatte und die Aufzeichnung gestartet wurde. Ein 2-jähriges Kind verschwand bei einem Picknick und wurde Wochen später auf einem 1500 Meter hohen Berg wiedergefunden. Ein Berg, den man nur mit einer Kletterausrüstung erklimmen kann. Die Untersuchung ergab, dass das Kind an Überanstrengung gestorben sei. Überhaupt sind Kleinkinder häufiger Opfer solcher mysteriösen vermissten Fälle. Und jetzt wird es nochmal verstörender. Ich zeige euch nochmal 8 Merkwürdigkeiten, die fast bei jedem Opfer auftreten. Die Spürhunde verhielten sich merkwürdig. In den meisten Fällen konnten sie die Witterung der Vermissten nicht aufnehmen. Sie drehten einfach um und nahmen wieder Platz. Die Suchmannschaften mussten die Suche nach dem Vermissten abbrechen, weil plötzlich ein Wetterumschwung eintrat. Die Unwetter tauchten immer kurz nach dem Verschwinden der Person auf. Und dieses Phänomen zieht sich wie ein roter Faden durch den Großteil der Fälle. Der Großteil der vermissten Fälle in den US-Nationalparks ereignete sich zwischen 14 und 17 Uhr. Die vermissten Menschen wurden trotz intensiver Suche meist nicht in den geplanten Suchgebieten gefunden. Mysteriös ist hierbei die Tatsache, dass die Vermissten kurz nach dem Suche plötzlich per Zufall im Suchgebiet von Wanderer oder anderen Personen gefunden wurden. Viele der Vermissten wurden unbekleidet und ohne Verletzung, aber tot aufgefunden. Ihre Kleidung lag fein säuberlich und gebügelt neben ihnen. Wie David Paulides bei seinen Recherchen feststellte, waren die Behörden mit Informationen sehr zurückhaltend. So wurden die Eltern von vermissten Personen erst Tage später über das Verschwinden informiert. Ja, was in den USA nicht normal ist, denn bei vermissten Personen werden die Angehörigen eigentlich sofort informiert. Vor ihrem Verschwinden erhielten die Vermissten oder ihre Verwandten, Bekannten oder Freunde einen Anruf auf Handy oder Telefon. Zu hören waren darauf Schreie und merkwürdige Geräusche. Wenn Vermisste lebendig gefunden wurden, waren sie verwirrt und unbekleidet. Sie berichteten über einen Blackout und befanden sich oft meilenweit vom Ort des Verschwindens entfernt. Wieso schweigen die Behörden? Der Nationalparkservice, das FBI und die Polizei verhalten sich schweigsam und das ist sehr merkwürdig. Der NPS hat keine Vermissten-Datenbank angelegt, weil dies den Angaben der Behörden zufolge rund 100 Arbeitstage dauern würde, um alle Fälle in einer Datenbank aufzulisten. Paulides vermutet, dass die Zahl der Vermissten mittlerweile in Tausende geht. Und darüber möchte das NPS natürlich unbedingt Stillschweigen bewahren. Wer die Menschen verschwinden lässt, das bleibt bis heute unbeantwortet. Vermutet wird, dass Kriminelle, Menschenfänger oder Echsenwesen die Menschen gezielt entführt und ermordet. Auch staatliche Stellen werden hinter den vermissten Fällen vermutet.
da viele vermissten Menschen bestimmt Ähnlichkeiten aufweisen, daher eventuell als Versuchspersonen dienen könnten. Der Yosemite Nationalpark ist offenbar einer der Hotspots, weil dort eine erhebliche Anzahl Personen verschwunden ist. David Paulides Ratschlag zufolge sollte niemand die US-Nationalparks alleine besuchen, sondern stets mit einer Gruppe gehen und mit einem Peilsender ausgestattet sein. Zur Sicherheit sollte man auch eine Waffe bei sich tragen, um sich im Notfall gegen eventuelle Angreifer verteidigen zu können. David Paulides stellte fest, dass Menschen nicht nur in den USA, sondern weltweit verschwinden. Die Zukunft wird zeigen, ob die Frage beantwortet werden kann, wer oder was für das Verschwinden der Vermissten verantwortlich ist. Falls dir dieses Video gefallen hat, so belohne mich mit einer Bewertung und für jeden Neuankömmling steht ein Abonnier-Button bereit. Das war's, euer Abram Okkult.